Genau. Genau. Ich bin der Jens aus Bremen von der Glücksbohne und dieses einfach machen ist auch so mein Motto, einfach mal mutig sein, machen. Und das ist das Beste, was passieren kann, dass man einfach mal sich neu erfindet. Ne? Weil gleich ist ja auch der Röster an, weil sowas dauert manchmal bis in den Nachmittag hinein. Ne? Und dann wird es auch richtig heiß. Also die Leute sitzen aber bei dem Wetter sowieso draußen. Gas und Wasser aufdrehen, da eben einmal hinterkrabbeln. Hier fallen die ganzen Silberhäutchen rein. Sodass das nachher nicht entflammt, ne? Bei den Temperaturen. Alles, was von der Bohne abfliegt. Das ist zu, das ist auf und das ist Wasser. So, jetzt ist alles auf, sodass er Gas und Wasser bekommt. Wasser bekommt er, wenn die Silberhäutchen in den Eimer fallen, weil die sind sehr leicht und dadurch werden die schwer und werden dann benetzt. So. Sieht das Bild dann am Anfang aus? Ja. Warm up. Jetzt fährt er sich hoch, er bläst und saugt. Einhängen oder das Ei so. Also das ist wirklich... Letztes Mal war ja auch dann irgendwie... Das Gute ist in dem Fall, dass wir hier mit Mindermengen von 1,4 Kilo arbeiten können bis Maximum 7 Kilo. 2 Kilo zum Beispiel, können das dann steigern. Ich glaube, ich habe jetzt 4 Kilo schon, weil er wirklich super ist. Guck mal, den gehen wir mal runter. Genau, das ist alles sehr alt. Hier geht das Licht jetzt automatisch an. Genau, hier haben wir unten im Keller hervorragende Bedingungen. Heizungen sind aus und also keine großen Schwankungen. Und genau, hier haben wir dann unsere Säcke. Hier habe ich jetzt einen Colombianer, unsere 7. Da machen wir einen schönen fruchtigen, auch mit schöner, interessanter Säure. Ein schönes Espresso mit einer hellen Röstung. Dann haben wir hier unseren schönen Filterkaffee. Das ist jetzt, wie gesagt, aus Sumatra. Normalerweise sind indonesische Kaffees sehr würzig, weil ja auch viele Gewürze dort herkommen. Und ja, der riecht richtig schön. Ja, der riecht schon, da riecht man schon sehr viel Frucht. Ne? Fantastisch. Ja. Ist aber auch kein billiger Kaffee. Ne? Also, oder das muss man eigentlich auch erwähnen, weil das ist besonderer Kaffee. Der wird ja nach einem Punktesystem ausgewählt. Das geht los bei 80 Punkten und geht dann bis 100. Wir haben jetzt in den Listen stellenweise 90 Punkte, 91 Punkte stehen und das ist so das Maximum gerade. Die sind aber exorbitant hoch. Mein teuerster Kaffee liegt bei 30 €. Der schmeckt aber nach, wir sagen, Pina Colada. Der hat Kokos, tropische Früchte. Das ist also wirklich wie so ein Pina Colada. Zum Beispiel dann, weil das eben auch richtig Geld ist. Kannst du mal sehen, das wird dann so gemacht. Das ist jetzt hier ein 24 Kilo Karton, aufgeteilt in 2x12 Kilo. Die Ventile, da können wir nachher nochmal zu kommen, die brauchen wir, wenn wir den Kaffee geröstet haben und ihn ruhen lassen. Weil wenn ich den jetzt zum Beispiel nachher röste, in den Eimer fallen lasse, den Deckel drauf mache und der Deckel hat kein Ventil und ich komme am nächsten Tag hier rein, dann liegen die Bohnen in der Ecke, weil der Deckel oder der Eimer platzt dann auf. Weil wir versuchen möglichst immer, wenn wir rösten, mit dem Kaffee anzufangen, mit den niedrigsten Temperaturen und steigern uns dann. Und dann sind wir nachher am Schluss beim Robusta. Sind auch jetzt hier sofort keine Fehler zu erkennen. Manchmal hat man mal so etwas farblich, so ein bisschen im gelben Bereich. Das kann sein, dass sie dann schon, dass sie überreif waren, ne, oder unterentwickelt. Genau, 2 Kilo. Hoppa. Das ist ja alles Handarbeit, ne, um das rauszusuchen. Ne? Oder auch zu sieben, damit die Bohnen eine Größe haben, was ja wichtig ist. Weil wenn du kleine und ganz große hast, dann hast du ja eine unterschiedliche Energieaufnahme. Ne? Wenn er alle ist und wir
brauchen ihn dann bei uns im Café, dann sollten wir schon immer ein bisschen mehr machen, weil der Kaffee braucht mindestens 4 Tage bis 6 Tage. Das ist also so Minimum-Zeitraum, bis wir ihn dann in den Hopper stecken und dann, sag ich mal, mit dem Siebträger die ersten Züge nehmen. So, jetzt habe ich hier den Kongo. Ist auch ein sehr bäriger Kaffee. Größer, die gehen fast ja, knapp ans Doppelte des Volumens, je nachdem. Wir machen ja nur den First Crack, also wo die Feuchtigkeit, das Wasser aus dem Kern nachher entweicht, dann ploppen die auf wie Popcorn. Ne? Dann macht das plopp, plopp, das hört man, dieses Knacken. Und wenn wir dann noch weiter in die Temperaturen gehen, dann haben wir den Second Crack. Aber dann, wenn es dann ploppt, dann haben wir die Öle und die wollen wir nicht haben. Weil die kommen dann raus, dann glänzt der Kaffee auch. Und Öle, wenn die älter werden, wird der Kaffee ranzig. Also das macht man meistens, wenn man wirklich keinen guten Kaffee hat. Du hast natürlich auch, wenn du heller röstest, hast du mehr Säure. Und das ist dann dieser Balanceakt, ne? Dass du Säure, Süße und Bitterkeit, sag ich mal so, über Kreuz kriegst, den optimalen Punkt triffst beim Rösten, dann hat man alles richtig gemacht. Ne? Nur Säure kann ruhig ein bisschen frech daherkommen, dann soll sie aber auch wieder gehen. Aber wenn du dann das Gefühl hast, du musst die Zähne putzen, weil du dann auch noch Bitterkeit hast, dann genau. Insa, dann macht ihr das erstmal so ein bisschen. Ist gut, alles klar. Was schön. Ja, So. könnten die auch den Spirus trotzdem beim normalen? Ja, genau. Gestern ist sie gekommen mit ihrem Mobiliar und richtet ihre Wohnung ein. Und dann geht es im September mit dem Studium los. Ne? Wenn man Erfahrung hat und sich dann im Café bewirbt, das ist schon super. Aber man braucht auch keine Erfahrung, wenn wir das Gefühl haben, da ist Potenzial, da ist Wille, da ist Wissensdurst. Das ist ganz wichtig, dass man was lernen möchte, dass man sich für Kaffee begeistert. Dann sind wir da. Ja, wir können noch mal eben... Da ist jetzt die Flamme zu sehen. Die ist schön blau. Hier entstehen die hohen Temperaturen im Zyklon. Bis zu zwischen 700 und 800 Grad nachher beim Höhepunkt. Die werden dann hier eingeführt in die Trommel. Die dreht sich schon. Hier ist ein Schaufelrad. Und weil die Temperaturen so hoch sind, arbeiten wir hier mit Konvektion, das heißt mit heißer Luft. Die Bohnen werden also in der heißen Luft, wie im Heißluftofen, werden sie aber mit Bewegung dann durch die Trommel geröstet und auch mit einem Anteil Konduktion, also mit Strahlungswärme, wie die Pfanne zum Beispiel, das ist Konduktion. Jetzt ist er erstmal auf Vollgas, weil er erstmal Energie braucht, er braucht jetzt Hitze. So, und ein Cappuccino laktosefrei. Bitte gern. Schönen Tag. Wir haben im Specialty Coffee eben, wie gesagt, dieses SCA-Protokoll. Tragen wir hier den Kaffee ein. Wir haben jetzt hier zum Beispiel aus Hamburg Kaffee bekommen, Kenianer, Nummer 9. Der war fantastisch, weil Kaffee wird an der Börse gehandelt. Und wir versuchen mit Specialty Coffee uns da so ein bisschen von zu befreien, indem wir dann, sag ich mal, hier zum Beispiel mit einem Hamburger Importeur arbeiten. Wie gesagt, dieses Protokoll, da geht es dann los. Du hast den Kaffee geröstet, du mahlst den Kaffee, in dem Fall grob, kochst ihn mit 94 Grad heißem Wasser auf, lässt ihn 4 Minuten ziehen, riechst aber schon an den gemahlenen Kaffee, dann quillt der auf. Nach 4 Minuten brichst du mit einem speziellen Löffel die Kruste. Das können wir sonst vielleicht auch mal probieren. Können wir gleich noch mal eben, kann er uns selber eben sagen. Und er trainiert jetzt für den September für die Deutsche Meisterschaft in Frankfurt.
Genau, zeig mal alles. Ja, Zeig mal alles. alles sind. Ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und warum hört sich das so komisch an? Das ist ein Schlürfen, wenn man so. Schlürfen. Also so. Der Idee dafür ist dann, man zieht auch Sauerstoff in den Mund, damit dann also Über bei die uns, Zunge. Genau, über Genau. die Zunge, das ist dann die Nasale, weil unsere Zunge kann nur 5 Geschmack entscheiden. Es ist sauer, bitter, salzig, süß und umami. Umami. Und der andere Geschmack, wenn ihr dann seht bei den Kaffee selber, ist dann so zum Beispiel Apfel, Bananen, Erdbeeren, sind alle von der Nase. Ich hab mich entschieden. Ja. Also das finde ich, das macht auch so ein bisschen das Menschliche aus. Ne? Woanders läuft das dann ganz anders ab. Ne? Ne, hier haben wir einen schönen Robusta. Und warte, das dauert nicht lange. Die Temperatur erreicht. Jetzt wird er sofort runtergekühlt. Der geht schon zum Riechen und es riecht gar nicht großartig. Merkst du das? Wie so ein Sommer auf dem Land. Ja, genau. Also jetzt brauchen wir noch eben 1,5 Minuten und dann ist er auch wieder fertig. Ich kann euch gleich noch mal was zur Tafel sagen, die wir da an der Wand haben, die Weltkarte. Hier haben wir jetzt mal die Weltkarte. Das ist der Kaffeegürtel. Der geht vom Norden bis zum Süden. Und in diesem Bereich des Kaffeegürtels findet der Kaffee ideale Bedingungen. Hier, wo die roten Bohnen drauf sind, jetzt muss ich noch mal 2 dazu machen. Das sind so unsere Länder, ne? Kongo, Kenia, Tansania, Indien für unseren Blend. Also hier hat er ideale Bedingungen. Wir haben über Arabica-Kaffee vorhin gesprochen und wir haben auch den Robusta-Kaffee. Und der Unterschied zwischen beiden Kaffee, das ist beides Kaffee, aber das ist wie Äpfel und Birnen. Ne? Und der Robusta-Kaffee ist ein Kaffee, der bis zu 800 bis zu 1000 Meter ideale Wachsbedingungen hat. Da sind aber auch die meisten Schädlinge. Und der Kaffee schützt sich dann, gerade der Robusta, mit seinem hohen Koffeinanteil vor den Schädlingen. Und der Arabica-Kaffee ist viel komplexer. Er hat also wesentlich mehr zu bieten. Er hat zum Beispiel doppelt so viel Chromosome. Sebastian, wir können hier mal schauen. Wir können den Kaffee auch so ein bisschen mit Wein vergleichen, was man gerne macht oder auch viel macht. Und hier sind dann die Aromen, die der Kaffee, sag ich mal, haben kann. So ein bisschen Steinobst oder tropische Früchte. Genau. Also wirklich hochwertige Produkte zu haben und vor allen Dingen auch regionale. Mit dem Kaffee kann man das mit dem Region. Ich hatte mal jemanden gehabt, der fragte, welcher Kaffee ist denn am dichtesten dran an Bremen? Da habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt geht's aber los hier. Aber wie gesagt, wir haben hier, das ist eigentlich der Bauer, der uns am nächsten ist. Der hat eine geschlossene Herde von 120 Kühen. Der heilige Kimner, ein Fundskerl.
Nochmal was? Ist dann für ihn natürlich, er meinte so, der Robusta hat so Körper und der hat so richtig geschmacklich sehr, sehr neutral, der gut, also kann gut passen für den Jakob. Da du das Video bis hierhin angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wie man macht auf YouTube und Telegram.